Und ich bin immer ein großer Fan davon, alles anzuhören. Und dann aber am Ende tatsächlich zu entscheiden, was möchte ich denn jetzt machen, jetzt wo ich alle Seiten so ein bisschen gehört habe. Ja, also hört sich so an wie so ein realistischer Blick trotzdem. Also dieses Analytische in allen Bereichen wahrscheinlich. Ja, also ich bin schon eher sehr, sehr rational und logisch veranlagt. Ja. Neues Jahr, neue Technik, neuer Versuch. Ich hatte, wie gesagt, immer einen Kameramann, jetzt ist es mal ohne. Da bin ich auch flexibel. Danke für deine Zeit. Ja, kein Problem. Wie ist es derzeit für euch? Also ihr seid ja ein Startup, ihr habt wann gegründet? März 2019. Ah ja, okay. Und wie jetzt gleich mal darauf zu sprechen zu kommen, mit dem Lockdown hat sich da hingehend, also nicht nur jetzt im Negativen, was natürlich alle betrifft, sondern auch irgendwo Chancen oder Ideen aufgetan, an die ihr vorher nicht gedacht habt, also Lösungen in der Art vielleicht mit eurer Technik oder Technologie? Also ich würde sagen, es hat gute und schlechte Seiten gehabt. Wir waren natürlich viel im Automobilbereich unterwegs, was jetzt nicht die beste Industrie ist, also vor allem während dem Lockdown quasi aktiv zu sein. Und bei uns geht es ja auch viel um den Tastsinn als Informationskanal zu nutzen. Und die Chance, die man quasi jetzt durch diesen Lockdown, die sich ergeben hat, ist, dass die Wahrnehmung aller sich quasi auch darauf fokussiert hat, zu sagen, ein normales Telefonat oder ein Videocall, da verliert man irgendwas. Da hat man nicht das gleiche Gefühl, wie wenn man tatsächlich neben einem sitzt oder andere Leute treffen kann. Ja. Und dieses Bedürfnis danach, dass man das auch wieder tatsächlich darstellen kann, das ist natürlich dann positiv, weil dann geht es natürlich darum, dass man in verschiedene Produkte und in verschiedene Services auch den Tastsinn mit einbinden möchte. Und das ist natürlich der erste Schritt dafür, um den Tastsinn als Informationskanal auch wirklich nutzen zu können und als danke. Bitte. Und damit sozusagen auch wirklich anzufangen, das ganze Potenzial auszunutzen. Weil bisher war das halt so, warum brauchen wir das wirklich? Ja, genau. So wie ich es gesehen hatte, ich habe mir auch einige Interviews mit dir angehört, fing das an mit den Autositzen. Beziehungsweise ihr hattet natürlich ursprünglich einen anderen Fokus am Anfang, das waren mit Prothesen. Ja, genau. Ganz am Anfang haben wir angefangen, eine fühlbare Prothese zu machen. Ja. Also wie man Informationen von einer Prothese wieder spürbar machen kann, wenn man natürlich seine Hand verloren hat und dadurch auch nicht. Ja, bitte. Dadurch die ganze Temperatur konnte man nicht fühlen, wie stark man jetzt irgendwas greift, konnte man nicht fühlen. Und diese Information als zum Beispiel Vibrationssignale am Rücken spürbar zu machen, das war ursprünglich mal die Idee. Und dann haben wir festgestellt, dass das, was super schlecht ohne Vorkenntnisse zu machen ist oder wo auch recht wenig Information zur Verfügung steht, ist genau, wie kann man denn solche Informationen darstellen? Wie kann man denn zum Beispiel die Druckintensität von einer Prothese zum Beispiel am Rücken über Vibration darstellen lassen? Und und dann sind wir darauf gekommen, uns damit ein bisschen mehr auseinanderzusetzen und haben gemerkt, dass das Potenzial, das der Tastsinn darstellt, also dass man unterbewusst Dinge wahrnehmen kann, auf die man sich nicht konzentrieren muss und so weiter, dass damit sich eigentlich alles Mögliche verbessern lassen könnte und eben man eine viel persönlichere Kommunikation auch mit verschiedenen Technologien und Maschinen darstellen lassen könnte. Und so sind wir dann auf unter anderem auf die Automobilindustrie gekommen. Und da haben wir zum Beispiel
die Porsche Next Open Innovation Challenge gewonnen. Ja. Da haben wir auch einen Autositz vorgestellt, der im Endeffekt einem unterbewusst Fahrassistenzsignale geben kann. Ja. Dass jede Person theoretisch so fahren könnte wie ein Rennfahrer. Weil man unterbewusst viel schneller reagieren kann auf verschiedene Informationen, die man bekommt. Und gerade im Auto man sonst super viel Informationsüberfluss hat. Ja. Und dann haben wir das auch nochmal vorgestellt. Das war jetzt kurz vor dem Lockdown, quasi die letzte große Veranstaltung. Haben wir über die Startup-Autobahn mit der Forschungsabteilung der Mercedes-Benz AG einen Navigationssitz vorgestellt, bei dem man im Endeffekt über den Sitz verschiedene Vibrationssignale bekommen hat, die einem gesagt hat, hey, in 200 Metern rechts abbiegen, hey, jetzt musst du rechts abbiegen. Das ist dann so, kann man sich vorstellen, so ein Rhythmus, der dann bestimmte Klassifizierung hat. Also genau. Der Rhythmus steht dafür, der Rhythmus steht dafür oder starkes Vibrieren ist jetzt unbedingt Vollbremsen oder sowas? Ja, also genau, man hat verschiedene Parameter. Intensität, klar. Timing, also macht das jetzt oder macht das dann merkt man schon. Oder auch Positionierung, wo genau die Vibrationsmotoren am Rücken zum Beispiel angebracht sind, beziehungsweise im Sitz. Weil dann, wenn man so eine dynamische, also verschiedene Motoren nacheinander angehen lässt und die zeigen dann irgendwie nach rechts, dann hat man direkt schon diese Tendenz nach rechts zum Beispiel. Also wenn ich jetzt von unten nach oben gehen würde, so, genau. Dann könnte es ja heißen, dann heißt es zum Beispiel, schau nach vorne oder geh geradeaus oder es neigt sich leicht nach rechts, dann heißt das vielleicht eher, du musst rechts bleiben, anstatt du musst jetzt rechts abbiegen oder so. Ja. Und das versuchen wir eben, dass das möglichst intuitive Signale sind. Also natürlich kann man alles lernen, solange es nicht Bescheid weiß. Aber möglichst intuitiv, sodass man sich im Endeffekt reinsetzt und man versteht es gleich. Damit man nicht so viel lernen muss. Ja, dass du nicht erst ein Handbuch kriegst und das dann wie bei jeder anderen Technologie erstmal lernen musst. Oder? Du musst eine Sprache lernen. Ja, musst du eine Sprache lernen. Genau. Ja. Nee, und das ist so ein bisschen das Ziel. Wie kann man das möglichst einfach und intuitiv direkt lernen und was kann man für Muster erstellen. Und so sind wir eben von diesen Projekten, von diesen einzelnen Projekten hingekommen zu, wir machen eine Software. Und diese Software bietet eben im Endeffekt die Möglichkeit, zum Beispiel noch nie mit so einem Projekt gemacht, dass man dann sagen kann, okay, hier hast du eine Hardware, einen Sitz oder eine Weste oder den Gürtel. Ja. Die steckst du an den Computer an, machst die Software auf und dann kannst du direkt in der Software sagen, okay, ich möchte, dass links oben von der Schulter nach rechts, oben am Rücken so eine Vibration verläuft. Die ist mir zu langsam, ich möchte ein bisschen schneller, also kannst modifizieren dann, ja. Und kannst dadurch super schnell auch recht komplexe Muster bauen, anstatt es alles per Hand quasi zu programmieren. Ja. Was natürlich auch die Zielgruppe ein bisschen größer macht, wer das machen kann. Ja, das hört sich genau. Das wäre auch eine Frage gewesen, die mir wichtig erschien, was ist das bei euch? Was ist das Produkt? Also ist das so, dass ihr dann zum Beispiel wahrscheinlich hausgemachte Technologie entwickelt, wenn jetzt eine BMW oder wer auch immer auf euch zukommt und sagt, ihr habt grundsätzlich euch mit dem Thema beschäftigt oder seid dort sehr gut in der Entwicklung oder habt schon viel reingesteckt an der Art. Baut uns das mal bitte in der Art. Das wäre ein klassischer Auftrag wahrscheinlich. Ja. Und jetzt, was du meintest, sowas wie so ein Toolset oder wie so ein Baukasten, sage ich mal, den dann auch ein anderes Startup oder wer auch immer dann beziehen kann. Genau. Also zum Beispiel auch für, wenn man Forschung in dem Bereich macht oder so, dann will man sich vielleicht eher mit der Psychologie dahinter auseinandersetzen, aber weniger mit der Technik, sondern halt sagen, ja, mach mir doch, also ein Muster, das soll einfach, da hat man meistens schon eine Idee im Kopf. Das soll einfach links an der Schulter tippen. Ja. Aber so ein links an der Schulter tippen, wo ist dieses Tippen genau, wie ist da das Timing, wie ist die Intensität. Und so kann man das theoretisch alles selber zusammenstellen, weil wir gemerkt haben, in diese Projektarbeit, das funktioniert auch super, aber ist natürlich immer extrem speziell. Und dann wollen die Leute doch auch selber eigentlich agieren und können aber nicht, weil sie natürlich das ganze Know-how nicht im Team haben. Ja, ja. Und mit diesen Toolsets kann man eben vieles von diesem Know-how überbrücken. Also man braucht das gar nicht alles. Und man kann theoretisch
Man braucht das gar nicht alles und man kann theoretisch direkt anfangen, damit zu arbeiten. Man kann darin auch Videoprototypen bauen, also ein Szenario aufnehmen. Zum Beispiel, man fährt jetzt mit dem Auto oder ich möchte irgendwie einparken oder so. Macht man ein Video davon und dann kann man direkt sagen, okay, dieses Muster soll dann an dieser Stelle im Video spielen. Und dann kann man direkt mal so Videoprototypen testen. Ja. Und wäre das auch dann möglich, also höchstwahrscheinlich, dass man das auch für Privatanwender anbietet? Also sei es zum Beispiel Augmented Reality oder Virtual Reality? Klar, ja, Virtual Reality ist klar ein großer Anwendungsfall, weil da geht es ja vor allem darum, dass man das bekannte normale Leben quasi nochmal anders darstellen kann. Und da gibt es, sag mal, zwei große Anwendungsfelder. Das eine ist entweder über verschiedene Trainings, dass man sagen kann, ich möchte im industriellen Sinne meine Mitarbeiter ausbilden, an einer sehr teuren Maschine zum Beispiel zu arbeiten. Die wird aber erst in 2 Monaten geliefert. Die sollen sich aber jetzt schon, die sollen jetzt schon lernen, wie das funktioniert. Da gibt es verschiedene Unternehmen, die sich damit auch auseinandersetzen. Und da ist es natürlich auch wichtig zu wissen, so, okay, und wo muss ich jetzt welchen Hebel? Und und jetzt nicht weiter, so nach dem Motto. Genau. Ja, okay. Also was wie ein Simulator. Ja, genau. Also entweder solche Trainings oder im anderen Sinne, man macht es natürlich ins Gaming rein. Ja. Also gerade PlayStation 5 hat ja jetzt auch noch viel mehr haptische Erfahrungen in ihren Controllern drin, dass man unterscheiden kann, was für einen Untergrund man gerade mit dem Auto fährt. Also, und das ist natürlich auch ein großer Faktor. Und gerade wenn du meinst, so für Anwendungen, also auch für privat, ist schon auch gedacht, das rauszubringen für die ganze Do-it-yourself-Gesellschaft. Ja. Also fast so wie so ein 3D-Drucker, den man sich jetzt beim Konrad kauft. Ja, genau. Dass man sagen kann, ich probiere da verschiedene Sachen aus, ich möchte das ausprobieren. Genau. Ein interessanter Punkt vielleicht auch noch, wir haben zusammen mit der TU Berlin, die TU Berlin hat eine Studie gemacht mit einem unserer Hardware-Prototypen, wo es um den Unterschied ging, wie schnell man lernen kann bei multimodalem Lernen. Also Lernen über verschiedene Sinne oder Sinneseindrücke. Und da ging es um den Unterschied, wie schnell man Leuten, die noch nie gerudert haben, Rudern auf einer Rudermaschine beibringen kann. Und die haben sie mit einer Virtual Reality Brille auf eine Rudermaschine gesetzt und haben sie eben nach einer kurzen Einführung rudern lassen. Ja. Und dann haben sie verglichen, wie schnell können sie Atmung und Koordination in Einklang bringen, weil es da ja sehr wichtig ist, dass so einen Rhythmus zu finden. Genau, dass man immer einatmet, wenn man eine bestimmte Bewegung ausführt. Und da hat man einmal den Cue entweder visuell gegeben, dass man sagt, jetzt musst du einatmen, jetzt musst du ausatmen. Oder man hat ihn eben taktil gegeben über den Vibration in einem Gürtel, den man umhatte. Und da hat man gemerkt, dass gerade bei solchen, wenn man körperlich auch im körperlichen Stress quasi sich befindet und aktiv ist, dass man dann viel schneller lernen kann. Also die Geschwindigkeit erhöht es, wie schnell man diese Atmung und Koordination in Einklang bringen kann, wenn man taktile Sinne bekommt. Oder wenn man natürlich beides bekommt, weil man visuell irgendwann sieht man es nicht mehr. Oder es geht fast wie beim Fahrradfahren. Irgendwann denkst du wahrscheinlich nicht mehr drüber nach. Und dann auch durch diese Sinne, die am Rücken sind, die ja sonst oftmals unbenutzt sind, aber das ist ja da. Genau. Hast du sozusagen freien Speicher. Und dann so sieht's aus. In der Stresssituation speicherst du es dann auch gleichzeitig wahrscheinlich schneller ab. Ja. Nicht alle Sinne werden eben gleichzeitig, genutzt. Und da ist es natürlich super, wenn man sagt, man nutzt einen Sinn, der weniger viel benutzt ist, weil dann gibt es weniger Neues in dem Sinn. Und mal auf zu sprechen zu kommen, wie hat das angefangen? Du hast am Anfang selber die Technik entwickelt, was das Thema der Prothese, da ging es los. Hast du selber dich damit beschäftigt im Studium? Genau, also ich habe Ingenieurwissenschaften studiert und dann Medizintechnik und habe dann hier in Berlin angefangen, bei einem Sensorunternehmen zu arbeiten.
da aber eher in Richtung Produktmanagement und Technical Sales. Mhm. Und meine Mitgründerin kommt so aus der Psychologie. Und wir kennen uns, wir haben zusammen Abi gemacht. Ja. Kennen uns noch aus der Schule. Und sie hatte die Idee während ihres Industriedesign-Masters, oder eigentlich schon so während in dem Psychologie-Bachelor, aber bevor sie eben in den Master gegangen ist, von dieser fühlbaren Prothese. Dass das doch möglich sein müsste, Prothesen eben wieder fühlbar zu machen, indem man die Information der Hand irgendwo anders am Körper, wo die Verbindung zum Gehirn noch besteht, abgeben kann. Und da haben wir drüber geredet, weil wir uns halt unabhängig, sage ich mal, von dieser Startup-Idee immer wieder getroffen hatten. Und ich meinte, ja, technisch kann man da schon was bauen, aber das Gehirn schafft es doch niemals. Und sie meinte, doch klar, das Gehirn schafft es auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob man das technisch auch umsetzen kann. Und so haben wir... Habt ihr euch ergänzt in dem Betrieb? Genau, und so haben wir dann, also nicht direkt, sondern dann tatsächlich erst 2 Jahre später, als sie dann auch mit dem Master fertig war, hat sich das irgendwie so ergeben, dass wir gesagt haben, jetzt reden wir 2 Jahre lang schon drüber und es gibt es immer noch nicht. Vielleicht sollten wir da anfangen und dann hat sich das so ergeben. Und klar, am Anfang haben wir alles selber gemacht. Genau, aber dieses Loslegen, das war schon gleich mit dem Hintergedanken, okay, da könnte man was draus gründen oder könnte man was erschaffen oder beziehungsweise in die Zukunft arbeiten? Oder war es eher noch so ein Testen? Oder? Ich meine, ich habe meinen Job dafür auch aufgegeben. Ja? Also das ist jetzt nicht so, gut, das heißt dann wirklich... Das war nicht so ein, ach, ich habe da Lust dran zu basteln. Also es war schon so, dass wir gesagt haben, das ist ein interessantes Thema und das ist was Gutes, das wollen wir irgendwie machen, da ist Potenzial da. Ja. Dass wir jetzt gesagt haben, das wird riesig und also das ist dann so ein schnell wachsendes Startup oder so. Gerne, ja. Das haben wir, glaube ich, am Anfang haben wir uns noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Ja. Aber klar, ich meine, die Hoffnung, dass es unsere Miete zahlt auf jeden Fall und dass man daraus tatsächlich ein Produkt basteln kann, die war auf jeden Fall da. Das hat sich dann so ein bisschen ergeben. Ja, und wenn ihr sagt, ihr habt jetzt schon für BMW und was Mercedes? Mercedes haben wir, genau. Ja, dann ist ja das ein direkt gutes und ein gesundes Feedback von dem Markt an sich. Ja. Ne, dass das auf jeden Fall gebraucht wird, beziehungsweise in-house gar nicht bis jetzt gelöst ist. Ja, das stimmt. Weil wahrscheinlich auch ein ganz neues Feld ist. Ja. Weil an sich das ja eine Forschung vorausgehen muss, bevor man überhaupt auf die Idee kommt, das zu integrieren bei sich in den Sitzen oder wo auch immer. Okay. Klar, aber man muss immer viel Aufwand betreiben und Aufklärung in dem Sinne. Ja. Weil man den Leuten ja auch erstmal erklären muss, also ich meine, es ist jetzt nicht das Gleiche wie man baut irgendwo noch einen Vibrationsmotor ein, dann geht er halt mal an und aus und sagt dir, deine Kaffeemaschine ist jetzt, dein Kaffee ist fertig, sondern meistens möchte man natürlich schon ein bisschen mehr Sinn dahinter haben, so, ach guck mal, das mache ich dahin, weil dann, das halte ich sowieso immer fest, oder das mache ich in diesem, zum Beispiel den mache ich in den Knopf in der Kaffeemaschine, dass ich weiß, wann ist die Milch wirklich aufgeschäumt, damit ich da ein bisschen Feedback bekomme, wie normal von der Bremse im Auto oder so. Da muss man schon ein bisschen drüber überlegen, wie das Sinn macht. Und vor allem auch, was wir so spannend fanden, war, dass es eben so viele Vorteile bringen kann. Wie zum Beispiel, dass man schneller lernen kann. Ich meine, wenn man die Möglichkeit, warum ist nicht alles damit interessiert, wenn man tatsächlich schneller lernen kann damit? Ja. Also was immer physische, also Bewegungen an sich, Bewegungsabläufe immer. Nee, ist das in der Form einschränkend oder? Nee, das was wären noch für Felder? Klar, für Bewegungen auch. Also wenn man Bewegungsabläufe lernt oder wie schießt man richtig, oder ich weiß nicht genau. Ja. Aber man kann es auch genauso für alle anderen Lernaktivitäten theoretisch nutzen. Und das ist jetzt nicht ganz mein Feld, aber in der Psychologie sagt man wohl auch fire together, wire together. Also je mehr Bereiche im Gehirn gleichzeitig aktiv sind, desto schneller kann das Gehirn das verknüpfen und sagen, ah ja, guck mal, wenn das ist, dann passt, also das passt irgendwie zusammen. Oder? Ja, also jetzt nicht, was man jetzt kennt, ich weiß nicht, wie diese Tests heißen bei der Psychologie, wo ein Lämpchen leuchtet. Oder du kriegst einen Stromschlag oder wie auch immer. Das ist jetzt ganz simpel beschrieben. Ja. Genau, okay. Ja.
Und da könnte man theoretisch Vokabeln lernen oder Ja. also es ist nicht nur auf Bewegung. Und ich meine, zum Beispiel sowas wie Klavierspielen wäre ja auch eine Bewegung, Bewegungsablauf, den man lernt. Aber wäre natürlich schon cool, wenn man sagt, hey, du kannst irgendwie in 2/3 der Zeit Klavier lernen, wenn du noch diese wenn du noch diese Möglichkeit, die die Natur dir gibt, ausnutzen. Es geht jetzt nicht darum, dass man halt nur sagt, ach, das ist dann irgendwie, macht dann halt ein bisschen mehr Spaß, so. Sondern dass es halt wirklich auch einen Vorteil liefern kann. Und das wissen viele Leute nicht. Ja. Und das kann man sich auch schlecht vorstellen, weil also ganz viele Leute, die sich zum Beispiel in diesen Probesitz, diesen Navigationssitz gesetzt haben, haben halt am Anfang gedacht, ja okay, dann vibriert er halt mal was. Aber es ist halt nicht immer das Gleiche wie mein Handy sagt, du kriegst eine SMS. Also es kann sich auch ganz anders anfühlen, vor allem in so einem großen Kontext. Genau, und da kommt es wieder auf die Bauweise der Vibrationseinheit oder Es können die gleichen Motoren sein, Okay. Solange man sie anders ansteuert und in einen anderen Kontext setzt. Also man muss jetzt nicht, weil diese typischen Klick- und Doppelklick Vibrationsreize, die haben wir halt schon ganz stark damit verankert. Aber der Motor kann auch mehr machen als nur Klick und Doppelklick. Also das würde mich auch mal interessieren, das sind ja wahrscheinlich auch Generationen von solchen, also was du gesagt hast, in Controllern verbaut ist. Arbeitet ihr da mit der neuesten Generation sozusagen, was diese Möglichkeiten angeht? Also was du schon sagtest mit den Controllern, dass die halt darstellen können, okay, das ist eine holprige Straße oder ich kenne das von den Nintendo Switch-Controllern, dass du das Gefühl hast, du hast Eiswürfel hier drin und die klimpern dann so von oben nach unten oder wie auch immer. Ja, genau. Genau, das ist wahrscheinlich jetzt so, natürlich für Privatanwender so die neueste Generation, aber ist wahrscheinlich darüber hinaus noch bestimmt höher entwickeltere. Mit sowas arbeitet ihr im Prinzip, genau, oder? Also theoretisch immer auf das, was den Anwendungsfall halt am besten trifft. Bisher arbeiten wir mit ERM-Motoren, also das, was zum Beispiel auch in den PlayStation-Controllern, zumindest PlayStation 4-Controllern, glaube ich, eingebaut sind, waren auch so große also Massenschwungmotoren. Ja, da sind Gewichte mit drin verbaut, ne? Und dann gehen die halt an und aus und damit kann man ein bisschen spielen, weil die haben halt auch viel Wumms. Ja. Meistens für so Anwendungen wie zum Beispiel, ich möchte das in den Sitz integrieren, geht es eher darum, ich möchte es möglichst dünn haben. Ja, so fein und so wenig wie möglich. Ich will ja jetzt auch nicht jedes Mal, dass mir jemand in den Rücken boxt. Sondern da geht es ja dann eher, es muss wahrnehmbar sein, aber darf nicht unangenehm werden. Ja. Und das ist so, diese Balance zu finden, ist natürlich ein bisschen schwierig, aber deswegen haben wir zum Beispiel die Software auch so aufgebaut, dass sich bei uns primär gemerkt wird, wie läuft eigentlich dieses Profil, Intensitätsprofil, wie es angesteuert werden soll. Und auch mit Timing und wo am Körper das quasi aktiv sein soll, beziehungsweise wo in der Hardware. Und ist erstmal unabhängig von den Motoren, die man benutzt. Dass man eben sagen kann, du kannst es natürlich mit unserem Development Kit ausprobieren, weil das kannst du kaufen, anstecken und erstmal ausprobieren. Ja. Aber wenn du dann sagst, hey, ich brauche noch mal was, das ist ein bisschen stärker, dann können wir oder man baut eben selber oder mit einem anderen Partner eine andere Hardware auf. Und solange die eben kompatibel mit eurer Einheit ist, kann man die auch anstecken und dann eben anfühlen, hey, guck mal, wie fühlt sich das jetzt an, wenn ich tatsächlich stärkere Motoren nehmen kann. Aha. Okay. Dass man das gleiche Muster quasi nutzen kann und dann auf seinen Anwendungsfall anpasst. Oder man sagt, man hat dann am Ende, wir verbauen in einem Sitz 24 Motoren, damit man so den Rücken alles abdeckt hat. Genau. Aber man kann auch sagen, hey, 20 davon brauche ich gar nicht. Ich brauche irgendwie nur diese 4 an diesen Stellen. Und dann kann man eine neue Hardware bauen, die nur 4 Motoren hat und dann ausprobieren, hey, fühlt sich das immer noch gut an? Muss da noch was anpassen? Das muss ein bisschen weiter runter. Oder? Und wenn du sagst angesteuert, die können auch über Bluetooth oder wie muss man sich das vorstellen? Wie werden die angesteuert oder wie stellt man die Verknüpfung her jetzt zum Beispiel bei den Sitzen? Also ich will jetzt nicht nur bei den Sitzen bleiben, was haftet euch wahrscheinlich so ein bisschen an, weil man das immer sieht, wenn man online euch sucht oder so. Nee, aber ist ja auch gut. Also das ist ja der Türöffner damit sozusagen. Kann man alles Mögliche machen. Ja, also wir haben unsere Hardware so gebaut, dass es läuft im Endeffekt über unseren
Mikrocontroller und der ist entweder über serielle Kommunikation mit dem über Kabel quasi mit dem Ja. Computer verbunden, kann aber auch über verschiedene Kommunikationsprotokolle dann angesprochen werden, wie MQTT oder also so verschiedene IoT-Protokolle. Und theoretisch kann es auch ausgebaut werden, dass es Bluetooth und Wi-Fi unterstützt. Das ist nur noch eine Änderung in der Firmware im Endeffekt. Ja, die dass es Software frei gibt irgendwie- sozusagen. Genau, Ja. dass die zwei damit sich finden können und Ja. darüber kommunizieren können, aber theoretisch alles möglich. Meistens ist es, also für uns war es jetzt auch am wichtigsten, dass es erstmal mit Kabel funktioniert. Ja, die Grundlagen erstmal Genau, ja. schaffen. Und gerade wenn man es tatsächlich im Sitz einbaut, ist meistens alles mit Das ist alles Kabel. ja, Das ist genau. dann, außer man kauft sich das dann natürlich privat, dann müsste man gucken, wie man es verbindet. Aber wenn es im Ja. Auto integriert ist, läuft das meistens alles über Kabel. Ja. Wenn man nicht die Kommunikation riskieren, dass irgendwie das Bluetooth sich nicht findet oder so. Und ihr seid dahingehend aufgeteilt, direkt in den Markt reinzugehen und auf der anderen Seite auch Forschung, oder ist es nur die eine Seite? Nee, natürlich, ich meine, da ist immer auch Forschung mit dabei. Wir versuchen natürlich auch das Produkt immer weiter zu erweitern. Zum Beispiel haben wir eben jetzt am Anfang angefangen, primär diese technologische Seite aufzubauen. Also zu sagen, wir müssen erstmal in der Lage sein, einheitliche und intelligente Muster zu erstellen. Und sobald wir das gemacht haben und das steht, kann man dann zum Beispiel daran arbeiten, noch eine Datenbank mit dazu aufzubauen, die zum Beispiel für verschiedene Anwendungsfälle spezifisch ist oder auf verschiedenen Motoren richtig gut funktionieren. Weil da gibt es natürlich auch Unterschiede. Ich meine, wir haben vorher nur über diese ERM-Motoren, also Diese klassischen. aber es gibt auch welche, die quasi an so Federn, also LAA-Motoren angebracht sind, die dann anders schwingen. Oder es gibt auch im Endeffekt wie Lautsprecher, also solche Coil, akustischen Transducer, und damit kann man dann zum Beispiel noch mal Frequenzen anpassen. Und das ist natürlich noch mal ein bisschen was anderes. Aber wir haben uns am Anfang erstmal auf dieses Technologische, wie kann man was erstellen? Und wenn man es erstellt hat, wie kann ich daraus möglichst schnell irgendwie mal ausprobieren, ob das auch irgendwie funktioniert in der Situation, deswegen diese Videoprototypen. Und wie kann ich das dann zum Beispiel auch wieder auf meine Hardware uploaden, dass ich das auch in einem echten Test theoretisch Oder ausprobieren kann. genau, ein bereits bestehendes System Genau, einbauen. schnell integrieren Genau. kannst. Und das war diese technische Seite. Das war eben am Anfang notwendig, damit man darauf aufbauen und weitermachen kann. Ja. Und jetzt geht es um die psychologische Seite, um die Wahrnehmung. Wie werden Muster teilweise wahrgenommen? Wie baut man eigentlich gute taktile Muster? Was gibt es da für Grundlagenregeln? Ja. Und natürlich ist es auch einfacher, wenn man sagt, hier hast du verschiedene Bausteine, ja, mit denen kannst du dann dir deine Muster viel schneller zusammenbauen oder eine Bibliothek an Mustern, wo du sagst, die funktionieren schon gut, vielleicht passt mir ja davon eins. Ja? Und dadurch könnte man diese Entwicklung auch noch mal ein bisschen beschleunigen. Und das ist quasi das, wo wir auch noch mal mehr Forschung mit einbeziehen. Aber es gibt immer Sachen, die man noch verbessern möchte. Schnittstellen, dass man auch mit standardmäßigen Hardware, die auf dem Markt verkauft wird, funktioniert. Oder Schnittstellen in verschiedene Software, andere Softwarelösungen, dass man dort irgendwo auch mit integriert werden kann. Und genau, also wir haben viele Pläne. Okay. Und genau, was ist da jetzt in diesem Jahr, wenn man jetzt so weit planen kann zu der Zeit, aber es gibt bestimmt auf jeden Fall Themen, mit denen ihr euch jetzt in nächster Zeit intensiver beschäftigen wollt oder auch Aufträge wahrscheinlich? Klar, ja, also wir haben jetzt erstmal geplant, wie angefangen, auch mit unterschiedlicher Hardware auf dem Markt diese Schnittstellen eben herzustellen. Weil wir gesagt haben, das ist einer der Hauptpunkte für uns auch. Wir wollen auch in der Lage sein, dass Leute ihre eigene Hardware mit einbringen oder sagen, ich habe das damit vielleicht schon mal ausprobiert oder zum Beispiel von BeHaptics gibt es so eine Weste, die für Virtual Reality, für Gaming-Situationen genutzt wird. Ja. Und die haben zum Beispiel schon das ist auch kompatibel dann zu, wie man das im Spiel mit einbauen kann und so weiter. Das wäre natürlich super, wenn man damit dann das Ganze irgendwie unterstützen könnte, genau, und das dann irgendwie mit einbinden könnte.
Oder aber eben für verschiedene Projekte, dass man sich da natürlich wieder weiter mit ausbaut. Und wenn du sagst ihr, beziehungsweise auch welche Aufgaben übernimmst du und welche Aufgaben übernehmen die anderen in dem Team? Genau, also wir haben uns so aufgeteilt, also wir sind gerade 5 Leute, 2 Softwareentwickler, wobei der eine auch so ein bisschen die Hardwareentwicklung mit übernimmt und eben die Weiterentwicklung, Firmware schreiben und so weiter. Ja. Ein UX-Designer oder Interaction-Designer, der sich auch zum Beispiel um die Tekton, also Tekton heißt für uns ein taktiles Muster, also ein Vibrationsmuster, Tekton-Generierung kümmert. Aber auch, wie kann man die Software möglichst intuitiv nutzen und wie kann man zum Beispiel eigene Hardware, wenn man noch mal ein neues Tool bauen möchte, eigene Hardware hochzuladen oder mit zu integrieren, wie man das machen kann und wie das aussieht. Dann noch eine Person für Marketing und ich mache so alles, was übrig bleibt, was meistens dann doch irgendwie... Also im Prinzip Geschäftsführung und Vertrieb. Genau. Und dann noch das Technische wahrscheinlich. Teilweise noch das Technische, also wo halt auch gebraucht wird, wenn wir irgendwie Hardware erstellen müssen, dann helfe ich auch mal mit. Dann löte ich halt irgendwie noch den Sitz zusammen oder so. Und wir haben dann natürlich unsere Partner, die dann zum Beispiel die Textilien liefern oder wir lassen auch einiges, also wir drucken auch einiges 3D, aber auch bei uns im Büro zum Beispiel. Prototypenbau meinst du dann? Oder? Ja, genau. Ja. Okay. Und was halt so ansteht, Finanzierungssachen. Ja, das fällt für sich eigentlich. Ja. Okay. Was denn euch aktuell? Gibt es irgendwelche, also sei es jetzt Wissen oder Fachkräfte oder eine Technologie oder eine verbindende Verknüpfung? Was fehlt euch gerade, um vielleicht auch ein Stück weit weitergehen zu können oder halt auch eure Vision realisieren zu können? Ja, ich glaube, was wir brauchen, ist eigentlich noch mal jemand, der sich auch wirklich noch mal stark um Vertrieb kümmert, weil dadurch, dass auch gerade gar keine Messen stattfinden und wir eben darauf angewiesen sind, dass man unsere Technologie auch ausprobieren und fühlen kann, ist es natürlich stark reduziert, wie wir Kunden finden. Weil sonst sind wir auf Messen gegangen, dann hat man es gezeigt, das ist eine Nische auch. Ausprobiert. Genau, ja, ich meine, also was auch Positives. Genau, zurzeit ist es eine starke Nische. Und man muss, die aber theoretisch für sehr, sehr viele Firmen eigentlich attraktiv sein würde. Man muss sie nur richtig erreichen. Und oftmals wissen sie selber noch nicht, dass sie davon eigentlich stark profitieren würden. Dass es ein Teil der Lösung ihres Problems ist. Genau. Ja. Okay. Und um die Leute zu erreichen, das ist gerade, also vor allem in der heutigen Zeit noch mal ein bisschen erschwert. Und vielleicht auch deswegen so ein bisschen extern, so diese Bereitschaft, auch mal sowas auszuprobieren, auch wenn man es vielleicht am Anfang noch nicht versteht. Immer zur Zeit, aber wie löst ihr es jetzt? Ihr sitzt alle im Homeoffice und die Technik habt ihr mit nach Hause genommen oder geht ihr ab und zu ins Lab sozusagen? Oder? Ja, genau. Also ab und zu sind wir im Büro, aber Großteil passiert zu Hause. Funktioniert eigentlich ganz gut. Also alles ist auch online gesichert und also deswegen haben wir eigentlich nicht so ein großes Problem, von zu Hause nicht arbeiten zu können. Also es ließ sich schnell organisieren sozusagen. Ihr seid jetzt nicht gegen die Wand gelaufen oder so? Ja, also klar, am Anfang hat man immer so ein bisschen Übergangsgeschichten, weil wir ja auch teilweise eben, wir haben ja auch Hardware, wir müssen die ja auch rumschicken oder muss ja auch irgendwo empfangen werden, wo die gelagert wird und so weiter. Ja. Das heißt, das war am Anfang schon nochmal ein bisschen ein Problem, aber ja, das lässt sich alles irgendwie regeln. Ihr Problem war eher, dass dann die ganzen Großveranstaltungen abgesagt wurden, Messen abgesagt wurden, eben das war unser Vertriebskanal dadurch. Gerade was so die Beförderung oder halt der Schub ist für eine neue grüne Technologieanbieter sozusagen. Ja, oder dass halt die Firmen dann dadurch auch, vor allem am Anfang, erstmal gesagt haben, wir machen jetzt erstmal zu, wir geben jetzt gar nichts mehr aus. Ja. Und dadurch wurden auch teilweise halb beauftragte Projekte eben mittendrin abgebrochen wieder, um dann
dann, sag ich mal, am Ende des Jahres wieder aufgenommen zu werden. Aber es ist natürlich trotzdem in der Situation, gerade für ein kleines Startup, ist das... Lass uns mal hier rechts, weil Ja. da vorne kommt, glaube ich, eine Straße. Ja. Oder ich schalte zur Not mal aufs Handy. Ja. Ja. Genau, also das ist natürlich gerade für ein kleines Startup, kann das zum Genickbruch führen. Ja. Das heißt, zurzeit läuft es auch noch ganz gut, aber ja, hat uns hart getroffen. Also hatten wir... Ja, ist ein harter Break, ne? Genau. Also, okay. Aber es hört sich ja so an, als seid ihr nach wie vor optimistisch und motiviert und Klar, jetzt optimistisch nicht muss man komplett sein. verprellt oder so. Ich glaube, dann sollte man nicht ins Startup-Business gehen. Das ja. ohnehin, ja. Stimmt. Ja, also es kann theoretisch immer vorbei sein. Ja. Ist jetzt natürlich ist immer ein großes Risiko. Aber ich würde mal sagen, die Stimmung ist gut. Ist und, gut, okay. ja. Und woher hast du das? Also das ist ja eine gewisse Tendenz halt so zum einen so Lösungen zu finden und halt ihr arbeitet ja an einer Technologie, die irgendwo den Menschen oder die Gesellschaft ja auch ein Stück weit weiterbringt beziehungsweise befördert, nicht nur im Alltag, sondern auch im Healthcare oder wo auch immer, sich zu optimieren oder lebenswert Anwendung zu finden. Was glaubst du, wo kommt das her bei dir? Diese Tendenz oder dieser Wille, dieser starke Wille, sich Ja, mit den ich Themen mein- zu beschäftigen? Ich finde es generell gut, sich mit Themen zu beschäftigen, wo man selber auch denkt, dass man einen Unterschied macht, die auch für die Gesellschaft einen Unterschied machen können. Und das vielleicht auch noch gleichzeitig gepaart mit dem Wille, ein Risiko einzugehen. Ich meine, ich habe mich damals am Anfang gefragt, wenn ich jetzt meinen Job kündige, gut, ich meine, damals war noch kein Corona, aber klar, man gibt seinen Job auf und muss trotzdem Miete zahlen. Und Die generelle Frage, ja. genau, wie kriegt man das irgendwie hin? Und da war mein Gedanke daran, dass ich gesagt habe, ja, das irgendwie kriegt man schon hin. Das Worst-Case-Szenario war, zu dem Zeitpunkt, ich kann meine Miete dann nicht mehr bezahlen, dann muss ich irgendwie schlimmstenfalls zu meinen Eltern zurückziehen und muss mir einen neuen Job suchen. Ja. Und dann dachte ich, ein Zeitfenster von 1 bis 3 Monaten. Und dann, dann dachte ich, na gut, das ist doch kein so schlechtes Worst-Case-Szenario. Sag ich mal, diese Vorteile an etwas arbeiten zu können und etwas wirklich bewirken zu können, wo man dafür steht, das hat das Ganze irgendwie überwogen. Und so hat das irgendwie angefangen und dann wird man da irgendwie reingesogen. Also genau, das eine kommt zum anderen irgendwie. Ja, aber ich meine, ich komme euch aus einer Familie von... ja, das wäre die Frage gewesen. Ja, ich komme aus einer Familie von Biologen. Ja. Und meine Mutter ist, also ich habe 3 Geschwister, das sind 4 Kinder. Wie weit auseinander, wenn ich fragen darf? Ich habe einen älteren Bruder, der ist 1,5 Jahre älter. Ja. Ein jüngerer Bruder, der ist 4 Jahre jünger und eine jüngere Schwester mit 8 Jahren jünger. Und genau, also so sind wir irgendwie aufgewachsen. Und meine Mutter hat dann, nachdem alle 4 Kinder in der Schule waren, angefangen Medizin zu studieren und arbeitet jetzt als Gynäkologin. Und das ist natürlich auch immer inspirierend, so zu sehen, so wow, okay, irgendwie das Ganze noch so neben den ganzen Kinder und Leben irgendwie so auf die Reihe zu bringen. Ja. Und dadurch kam so immer dieser Gedanke, dass es eigentlich super spannend ist und dass diese Unwissenheit also der Körper ist so eine Art Blackbox ja oftmals auch. Klar, man weiß schon auch vieles, aber manches weiß man einfach auch nicht und dann guckt man einfach, okay, das gebe ich rein, das kommt raus und irgendwie Das Analytische. Ja. Okay. Das fand ich immer super spannend und ich habe deswegen ja auch Medizintechnik studiert. Bin von quasi normalen Ingenieurwissenschaften von normalen Ingenieurwissenschaften dann rübergewechselt auf
Medizintechnik, weil ich das super spannend fand. Ja. Und auch so ein bisschen versuchen wollte, was zurückzugeben, Menschen zu helfen. Und genau, so hat sich das so ein bisschen dahin entwickelt. Und dein Vorhaben erstmal auf Ablehnung gestoßen oder wurde es direkt unterstützt? Oder? Ja, ich meine, viele Leute haben mir geraten, das nicht zu machen. Ja. Also den guten Job aufzugeben? Oder? Ja, also Job aufgeben, ohne einen anderen Job quasi zu haben und einfach dann mal so wild drauf loszubasteln quasi. Das hat ja auch alles am Anfang, waren wir ja im Wohnzimmer unterwegs. Wir haben ja noch 1,5 Jahre dann vorher angefangen, bevor wir überhaupt gegründet haben. Das hatte alles noch mal viel mehr Vorlauf auch und da war das alles noch nicht so klar und dann haben wir gesagt, naja, vielleicht machen wir dann tatsächlich ein Medizinprodukt, weil wir erst dachten, vielleicht machen wir tatsächlich so eine Prothese bzw. so ein Zubehör für eine Prothese und habe dann auch viel mit Freunden und Bekannten, auch von meinen Eltern gesprochen über Medizinprodukte und man will das wirklich machen, das ist so langwierig und die Branche ist überhaupt nicht offen teilweise und alles geht super lang und ja, ich weiß nicht, also es war schon, man muss selber davon überzeugt sein. Und ich bin immer ein großer Fan davon, alles anzuhören. Und dann aber am Ende tatsächlich zu entscheiden, was möchte ich denn jetzt machen, jetzt wo ich alle Seiten so ein bisschen gehört habe. Ja, also hört sich so an wie so ein realistischer Blick trotzdem. Also dieses Analytische in allen Bereichen wahrscheinlich. Ja, also ich bin schon eher sehr, sehr rational und logisch veranlagt bei sowas. Okay. Ja, aber es hat sich ja bis jetzt getragen, ne? Also die Basis an sich, so Dinge so anzugehen und halt so in der Form dann trotzdem den Weg zu beschreiten, den du jetzt gegangen bist. Das stimmt, ja. Hat alles noch funktioniert. Ja, und der Name selbst, der heißt ja Ghost Feel It. Ja, genau. Das würde mich jetzt auch mal, ich stelle dir einen Haufen Fragen, das hatte ich eigentlich nicht vor, aber das würde mich auch mal interessieren. Ich bin ja auch in diesem ganzen Marken, Anmeldungen etc. Also ich merke das an meinen Kunden, dass sie manchmal mit solchen oder öfter mit solchen Themen auch konfrontiert sind. Namen anzumelden, Domains, tralala. Mit Ghost, der ist ja, also Feel It ist ja der Leitspruch. Ja. Und Ghost ist ja als GmbH angemeldet sozusagen. Also die ganze GmbH ist Ghost Feel It GmbH. Ja, okay. Und wir haben auch die Marke als Ghost Feel It angemeldet. Ja. Weil Ghost alleine, also zum einen... Genau, ist zu allgemein wahrscheinlich. Genau, also vor allem, weil unsere Software eigentlich in so vielen Bereichen auch Anwendung finden kann. Theoretisch kann man ja auch Fahrradnavigation machen mit der Technologie. Ja. Und ihr wolltet es so offen halten wie möglich. Genau, und dann gibt es natürlich Ghost Bikes, gibt es ja auch. Und also es gibt verschiedene... Ghost ist einfach zu nichts sagen in dem Zusammenhang. Und wir wollten aber was haben, was auch so ein bisschen für uns spricht und was man sich auch merken kann. Weil wenn man sich so Startup-Namen anschaut, da gab es dann irgendwo mal auch so ein Spiel, ist es ein Fluss in Afrika oder ein Startup-Name. Ja? Und also teilweise war es nicht so richtig ersichtlich. Ja. Also, und so wollten wir halt was machen, dass man sich auch irgendwie merken kann, das vielleicht auch raussticht, wenn man es kennt. Und da war Ghost Feel It so ein bisschen dazu gekommen, weil wir gesagt haben, vielleicht ist es was man fühlt, aber vielleicht nicht sieht. Also vielleicht auch eher so eine Art Gefühl vermitteln, was ja alles dafür steht. Also, und zum anderen waren wir auch große Fans von The Ghost in the Shell. Ja. Den Film, wo es auch darum ging, The Ghost in the Shell ist im Endeffekt die Seele der Maschine. Und gerade wenn man über die Prothese nachdenkt, dann wird das ganz deutlich, dass man sagt, man kann dieser Maschine ein bisschen Menschlichkeit geben, ein bisschen Seele geben, um sich damit zu verbinden. Also Verbindung herzustellen. Genau. Ja, okay. Und das wollen wir im Endeffekt sein, dieses Bindeglied, dass man nicht sagt, dass man nicht in dem Zusammenhang der Prothese zum Beispiel sagt, es ist halt die Prothese, sondern man möchte irgendwann sagen, nein, das ist ein Teil von mir. Ja. Also sprich, da ist ja bei Ghost in the Shell war es ja auch die Singularität an sich das Thema. Ja. Oder der Übergang vom
vom Menschlichen oder vom Lebewesen, wenn man das so trennt. Jetzt trennen wir das noch wahrscheinlich, später irgendwann nicht mehr. Vom Lebewesen zum technischen, digitalen Wesen im Prinzip, wo ja dann am Ende, Spoiler, dann, also sie war ja ohnehin, glaube ich, ein Android. Ja. Und sie hatte dann ihre Seele, die die ganze Zeit strittig war, ob es sie überhaupt gibt, weil sie ja eigentlich auch nur beauftragt, also gemacht wurde, um Polizeiarbeit zu tätigen und dann trotzdem noch einen Switch gemacht hat. Irgendwie so hatte ich es verstanden damals. Ich habe auch schon lange nicht mehr gesehen, aber so hatte ich mir das, glaube ich, gemerkt. Genau, also wir fanden es halt super spannend zu sagen, so diese tatsächliche Beziehung eben herzustellen. Ja. Und deswegen war das so die Idee des Ghosts geboren und Ghost Feel It in dem Zusammenhang, weil man halt sagt, dass man auch ein bisschen den Zusammenhang zu uns und zu diesem Fühlbaren wiederfindet und uns quasi wiedererkennt dadurch. Das war so der Gedanke dahinter. Ja. Also das ist, ich will es nicht vorwegnehmen, aber es hört sich so an, als wenn der Mensch für euch immer Hauptbestandteil bleibt und sein immer, soll ja. und dass er in der Form nicht ersetzt werden soll mit euren Anwendungen, so nach dem Motto. Es geht nie darum, den Menschen irgendwo zu ersetzen, sondern es geht immer um die Schnittstelle zum Menschen. Und wie kann man was für den Menschen angenehmer machen? Wie kann man irgendwie den Menschen vielleicht auch helfen, zum Beispiel sein Lernverhalten zu optimieren? Ja. Oder, es geht immer um den Menschen im Mittelpunkt. Ja. Wir haben zum Beispiel ein Forschungsprojekt gemacht mit der Forschungsfabrik Mikroelektronik auch. Und darum ging es, dass Menschen mit Nervenschädigungen, ungefähr so im Ellbogen- oder Handgelenksbereich, die ihre Hand nicht mehr spüren, aber die noch angewachsen ist. Ja. Schlaganfall. Oder irgendwie einen Schnitt durch den Nerv, der dann nicht mehr zurückgeheilt ist. Oder querschnittsgelähmt oder was. Genau, oder der Arm wurde ausgerissen und dann wieder angenäht. Oder verschiedene Dinge, ja. Und viele dieser Patienten nach einer Weile behandeln ihren Arm gar nicht mehr als einen Teil von sich, weil sie ihn nicht mehr fühlen können. Sondern dann sagen dann auch teilweise oder referieren darauf in dritter Person. Ja, so abgestoßen, so ein bisschen. Das Ding ist schon wieder in der Tür eingeklemmt und so. Das sind dann so Dinge, wo man denkt, okay, warum ist das? Das ist doch ein Teil von dir. Das war ein Teil von dir, das ist angewachsen, aber du hast diesen Bezug nicht mehr. Und das ist eben dieses, man kann es nicht mehr fühlen, dann wird es auch nicht mehr mit einem assoziiert. Das ist witzig, ja. Und das wollten wir eben quasi reversieren. Also nicht nur für Patienten, die ihre Hand nicht mehr spüren, sondern generell für alles. Also wenn man dass man eine Beziehung zu dieser Maschine herstellen kann, weil man sie auch fühlt. Und habt ihr da auch schon mit Blinden zusammengearbeitet? Da könnte ich mir das auch sehr gut vorstellen. Genau, da sind viele Möglichkeiten, wie man auch zusammenarbeiten kann. Bei Blinden ist es häufig die Frage auch, wer ist schuld, wenn einer keine Ahnung, der Blinde auf die Straße läuft oder so. Okay. Das ist ein bisschen schwieriger und wir bauen ja gar keine Endprodukte, sondern das wäre der nächste sozusagen. Genau. Wir könnten mit jemandem zusammenarbeiten, der ein Produkt für Blinde auf den Markt bringt. Ja. Und das ist ein Projekt, das haben wir schon so häufig auch angefangen und wir haben auch mal überlegt oder mal probiert, einen Blinden irgendwie bei uns auch mit anzustellen, um gerade für diese Generierung von diesen taktilen Signalen, um da irgendwie das ein oder andere eben nutzen zu können, dass sie das wahrscheinlich viel genauer oder viel besser vielleicht auch beschreiben können oder viel mehr damit anfangen können, weil sie sich viel mehr darauf konzentrieren können. Ja, ist viel ausgeprägter, ne? Genau, hat sich allerdings nicht so richtig ergeben, aber genau, die Chance besteht eigentlich immer noch. Also es wäre interessant für euch sozusagen mit jemandem reinzunehmen. Ja. Also mir fallen auch in meinem Kundenkreis definitiv schon zwei ein, die interessant für euch wären. Definitiv. Da gibt es einmal, wir hatten es letztes Jahr,
eine Schlaganfall-App entwickelt. Ah, cool, ja. Das war jetzt die erste App, da folgen weitere. Die sitzen auch in Berlin. Lingo Lab heißen die. Gleich ein bisschen Werbung. Ich schicke es dir auch gern nach. Und das andere ist, das ist eine Ausgründung von der TU Dresden. Power On heißen die. Und die haben, ich hoffe, ich erkläre das richtig, die können sozusagen, sowas wie wenn du so typische Industrieroboter, die Arme kennst, Ja. die greifen ja. Und die sind stark programmiert darauf, bestimmtes Objekt zu greifen. Und wenn ich jetzt sage, okay, diese Arme, die ich hier habe, die müssen jetzt aber was Neues auf einer neuen Straße, Fertigungsstraße sozusagen greifen und damit umgehen, müsste es aufwendig neu schreiben, Software schreiben oder programmieren. Und die haben die Möglichkeit, unter anderem das ist ein Feld, für was die Anwendung gut ist, die können die Möglichkeit schaffen, sozusagen, dass der Arm fühlen lernt. Ah, cool. Über was war denn das? Das ist ein dehnbarer Stoff sozusagen. Musst du im Detail nochmal anschauen, aber es ist ganz super spannend. Und die arbeiten wiederum mit Wandelbots zusammen, die kommen auch aus Dresden. Die kenn ich auch, Die kennst du, genau. Arbeiten mit denen bereits zusammen an einem Projekt, glaube ich. Die können ja mit Bewegung sozusagen den Arm beibringen. Ja. Und da sehe ich auch so ein bisschen so Verbindung dazu zu euch. Also es ist schön, wie sich das halt alles parallel so öffnet in den letzten Jahren. Also beziehungsweise wird es immer schneller gefühlt. Ja, Ne? das stimmt. Da ist auch die Frage, wie schnell sind die Zyklen von dem Thema Migration, ist das wahrscheinlich nicht so schnell, weil die Nachfrage dann nicht da ist. Also, oder der Fokus ist nicht so da. Oder? Ja, ich meine, es ist auch immer Hardwareproduktion. Ja. Ups. Ja. Ich wollte nicht erschlagen. Nee, alles gut. Ja. Ist auch immer Hardwareproduktion, deswegen sind da natürlich auch verschiedene Series A, Series B und so weiter. Hat man so seine verschiedenen Stadien, die das auch durchgehen muss, bevor man in der Serie angelangt ist. Und dadurch braucht man schon, also wenn es super schnell geht, vielleicht 1,5 Jahre und sonst eben bis zu 5, 6, 7 Jahre, bis tatsächlich irgendwie auf dem Markt ist. Markt heißt, bis ihr Zugang dazu habt und das bei euch reinnehmen könnt? Oder? Nee, ich meine dann bis wenn wir zusammen mit jemandem arbeiten und daraus ein Produkt entsteht. Ja, deswegen gibt es jetzt noch nicht, also noch keines unserer Projekte ist tatsächlich auf dem Markt verfügbar. Ja, das hatte ich gehört mit den Sitzen. Das wusste ich auch nicht, dass das macht natürlich Sinn im Nachhinein, wenn man drüber nachdenkt, dass die Sitze bei Autos zum Beispiel nur alle 7 Jahre irgendwie erneuert werden oder neu designt oder neu angepasst werden, technologisch auch. Und das hängt damit auch zusammen in dem Bereich. Genau. Ja. Also die Zyklen von der Automobilindustrie sind auch super lang. Ja. Dass man irgendwie für 5 Jahre im Voraus das Auto irgendwie neu plant. Weil es macht ja auch Sinn, das ist ja auch das sind riesige Mengen, die produziert werden. Die müssen auch super günstig produziert werden. Ja. Dadurch muss man dann ganze Produktionsstraßen oder eben ganze Produkte darauf optimieren, die auch automatisiert zum Beispiel funktionieren, um diese günstigen Preise auch zu erstellen. Ja. Und das macht keinen Sinn, dass man das dann extra dafür baut, dass nur ein halbes Jahr läuft. Ja, für ein Produkt ist nur so ein Für ein Spaß. einzelnes Produkt. Du musst was Neues bauen. Ja. Das würde die Investition gar nicht lohnen. Also es macht schon Sinn, dass das sehr lange Zyklen hat. Aber ich glaube, da kommt Druck gerade auch international, vor allem glaube ich aus China, die glaube ich nur 3 Jahre Vorreiter jetzt sind. Ja. Genau. Also allgemein technologisch. Ich habe jetzt, das hast du auch verfolgt, jetzt vor kurzem war ja die CES. Ja. Fast nur asiatischer Raum, der dort sich präsentiert. Das stimmt, ist der Wahnsinn, ja. Wie sich das irgendwie auch so wandelt. Aber das ist auch für euch, ich denke, ihr seid von vornherein, also gut, ihr seid eine GmbH, aber ihr seid von vornherein international aufgestellt und habt auch dort sozusagen das Interesse daran. Ja. Also wir wollen, ich meine, klar, wir sind vorwiegend, sind unsere Umsätze schon in Deutschland oder sonst in Europa, aber generell sind wir auf jeden Fall daraus interessiert, auch international tätig zu sein, weil es ist halt kein rein deutsches Problem, sage ich mal. Ja? Das ist natürlich ein internationales Problem und die Deutschen sind dann doch manchmal ein bisschen konservativer, was sowas angeht.
Und man braucht schon Pioniere, um zu sagen, ich probiere jetzt was Neues aus. Damit kann man dann natürlich einen riesigen Mehrwert schaffen und sich auch eine einzigartige Stellung im Markt auch sichern damit. Aber das muss man auch erstmal sehen und dieses Risiko auch eingehen. Ja, genau. Letztlich wirklich fällt es am Ende wieder an den Entscheider, an den Einzelnen oder an einer kleinen Gruppe, die dann sagt, okay, wir machen das jetzt, wir führen das jetzt in den Prototypen ein, den wir jetzt als nächstes veröffentlichen oder so und zeigen das als Beispiel und so. Ja, okay. Und da braucht man eben so Vorreiter. Aber die Idee dahinter, zum Beispiel hatte Mercedes auch auf ihrem letztes Jahr auf der CES, so ein Future Outlook jetzt Habe ich noch nicht gesehen, was so krass geleuchtet hat, was in Las Vegas da gefahren ist? Selbstständig? Autonom? Also frag mich nicht nach den ganzen Details, aber genau, auf jeden Fall hatten die so eine neue Idee von Auto vorgestellt. Ja. Das auch, das glaube ich auch mehr dann auch auf Entertainment ausgelegt ist, wenn das Auto dann mal selber fährt, möchte man ja auch irgendwie sich anderweitig auch beschäftigen. Und die hatten zum Beispiel auch taktile Sitze eingebaut. Und das war unabhängig von unserem Projekt. Das war einfach, weil man auch gesehen hat, man möchte irgendwie man möchte die anderen Sinne auch stärker nutzen können. Gerade weil Sehen und Hören im Auto einfach super viel bombardiert wird. Bedient alles, ja. Genau. Und eine neue Lampe sieht man nicht direkt. Richtig, aber das kann mir, jetzt wo du das erzählst, kann ich echt gut vorstellen. Also ich meine, man kennt ja diese Prototypen, die man jetzt immer vorgestellt bekommt für die nächsten, 10+ Jahre, wo du dann drin sitzt, du aktivierst den Autopiloten und dann dreht sich der Stuhl sozusagen und dann sitzt man wie an einem Café, sich gegenüber. Und da kann ich mir eure Sache zum Beispiel vorstellen, dass dann einfach so ein Signal über die Sitze kommt, bitte dreh dich jetzt mal um, da ist was Wichtiges oder du müsstest jetzt wieder übernehmen oder so. Oder dass man nicht selbst panisch guckt, so was passiert eigentlich gerade. Dass man ständig, biegt das Auto jetzt ab, weil ich jetzt abbiegen muss? Oder biegt es jetzt ab, weil irgendwie was auf der Straße liegt oder was passiert ist? Oder um diesen Kontrollverlust zu vermeiden, kann man quasi unterbewusst diese Informationen einfach bekommen, was das Auto jetzt macht. Und erst wenn es einem irgendwie seltsam vorkommt, merkt man es dann tatsächlich, weil dafür es immer im Unterbewusstsein quasi abgewürgt wird und gar nicht an die Oberfläche kommt. Ja, das ist wahrscheinlich auch eine sehr beruhigende Art und Weise, den Fahrer da psychologisch mitzunehmen, dass er dann in Ruhe bei der Sache, bei dem Gespräch oder was auch immer bleiben kann und halt immer, so wie so ein Atmen oder wie so ein regelmäßiges Signal gewandt oder bei Abbiegung oder wie auch immer. Ich fange jetzt auch schon mit Ideen. Genau, da gibt es verschiedene Sachen und jeder hat eben seine Idee. Ja, genau. Wie filtert man das? Ja, aber ich meine, das kann man ja ausprobieren. Dann baut seine eigene Idee quasi mal ein und dann testet man das anhand von Nutzern und guckt, okay, ach cool, schau mal, die wollen das lieber so oder das kam gar nicht gut an. Das ist tatsächlich irgendwie besser oder theoretisch ist es ja auch möglich, dass sich jeder sein eigenes Profil machen kann. Könnte man, ohne dich da stark zu unterbrechen, aber gibt es da auch eigentlich theoretisch die Möglichkeit, also gibt es die Möglichkeit, eure Tools sozusagen in Form, also klar jetzt durch den Lockdown etc., durch die Einschränkung kann man sich nicht treffen, aber man könnte es auch digital vielleicht abhandeln, indem ihr die Kids schickt, irgendwo Workshops oder Seminare allgemeine abzuhandeln? Ja, das ist auch ein bisschen das Ziel, dass wir sagen, wir bauen das noch ein bisschen größer auf und geben das ein bisschen breiter auf. Stellen es mal zur Verfügung. Wir machen vielleicht auch mal ein paar Workshops, um zu zeigen, wie macht man denn eigentlich gute Tech-Tons und wie läuft denn so ein Prozess eigentlich ab und so. Da gibt es auf jeden Fall viel Potenzial, das so aufzuarbeiten. Ja, ich denke auch, dass in dem Bereich auch viele Leute suchen, also dass die halt noch suchen und dann halt ohnehin, da die Kultur der das ist kein deutsches Wort, wo man sich Sachen selber beibringt. Diese Mentalität ist ja in den letzten Jahren auch immer mehr in die breite Masse gegangen, beziehungsweise ist die Angst davor gesunken. Ich weiß jetzt nicht, wie es im deutschen Raum aussieht, aber da ist auch Startup zieht ja nach. Also auf jeden Fall in der Startup-Szene. Das könnte auf jeden Fall echt ein guter Bereich sein, wo ihr rein könntet oder solltet, ja. Ja, herrlich, der Weg. Was ich noch fragen wollte. Gerne, ja. Wie oder hast du schon mal
Wo hast du schon mal Kontakt gehabt zu in irgendeiner Form taktilem Feedback, also Vibrationsfeedback oder also wahrscheinlich im Handy, aber Ja, ist es irgendwo aufgefallen mal? Ähm, also derart aufgefallen, dass es jetzt für mich komplett neu wäre, fällt mir auch nichts ein. Also es sind eher so Weiterentwicklungen wie jetzt bei diesen Controllern oder so, was man jetzt aus den privaten Anwendungen kennt von dem, sei es PlayStation, sei es Nintendo oder so, Ja, dass sich dort sozusagen seit, ich weiß gar nicht, damals Nintendo 64 hatte dieses erste ja, Pack, hieß das. Da fing das ja an und dann hat sich das ein Stück weit weiterentwickelt. Das sind so die Punkte, die ich bei mir habe, wo ich mit Vibrationssignalen in Berührung gekommen bin. Aber ansonsten eher nicht. Also es ist wirklich was bis dato nicht groß bedient ja, das worden stimmt. ist. Also Ja, wo die breite Masse auch wenig Kontaktpunkte hatte, also einfach, Ja. wenn man sich nicht. aber was irgendwo auch, also nicht fraglich, aber es ist eigentlich naheliegend, dass man das Thema auch abdecken könnte, sollte. Weil ja die Haut, oder, die ist ja durchzogen von Nerven und ist ja auch mit das größte Organ. Warum man das nicht nutzt Ja. oder nicht integriert in andere Anwendungen. Wobei ja die Technologie an sich ja schon da ist, schon seit Jahren. Ne? Ja, gut, die Technologie hat sich schon weiterentwickelt, dass man auch mehr machen kann mit den einzelnen Motoren und was irgendwie möglich ist. Ja, aber diese Integrierung findet nicht statt. Ja, das stimmt. Also woran ihr jetzt arbeitet, das fällt mir halt durch euch auf. Also vorher habe ich mir darüber auch nie Gedanken gemacht. Aber es ist auch so ein bisschen fies, weil weil wenn Vibrationsfeedback gut gemacht ist, dann fällt es nicht auf. Aber wenn es schlecht gemacht ist, dann fällt es gleich negativ auf. Ja, wenn es zu viel oder... Ja, genau. Oder wenn es irgendwie zeitverzögert ist. Das ist ja wie wenn Ton und Bild zeitverzögert ist. Ja. Das fällt sofort negativ auf. Wobei das oftmals dann daran liegt, dass es schlecht programmiert ist oder schlecht integriert ist. Also das kenne ich jetzt halt auch nur von Spielen, wo das dann das Spiel an sich so schlecht entwickelt ist, dass die Übermittlung der Daten oder das ist nicht so richtig gut gemacht, da kommt es immer verzögert. Oder? Ja, genau. Also es kann natürlich auch an solchen Sachen liegen. Aber ich meine, schlecht programmiert. Ich glaube, die Leute haben sich da schon... Klar, die Leute beschäftigen sich natürlich damit, aber es gibt halt nicht... Also wenn man jetzt eine Webseite baut und man sagt, hier, ich habe jetzt da den Content, das baue ich da jetzt irgendwie, ich baue eine Webseite, ich habe das aber noch nie gemacht. Sieht natürlich anders aus, als wenn man sich einen UX-Designer mit dazu holt und der baut einem irgendwie eine schöne Webseite und dann programmiert man die dann genau nach diesem Plan. Aber UX-Designer für haptisches Feedback oder taktiles Feedback gibt es halt nicht. Und woher soll man das Wissen denn auch haben? Also es gibt zwar ein paar Paper darüber, was die besten Methoden sind oder auf welche Prinzipien man sich stützen sollte. Aber das ist natürlich nicht groß bekannt. Und dadurch ist halt das meiste taktile Feedback, das man selbstständig ohne Hilfe sozusagen oder ohne Hilfestellung erstellt, ist natürlich das Beste, was man machen kann. Aber nicht vielleicht das Beste, was man für diese Situation nutzen könnte. Ja. Also vielleicht gibt es einen anderen Blickwinkel oder eine einfachere Weise, das Ganze zu verstehen oder darzustellen. Und die war nur nicht bekannt oder man dachte, es ist nicht möglich oder so. Und das macht auch vieles aus. Also zum Beispiel die Firmen, mit denen wir am meisten zu tun haben oder die auf uns auch zugekommen sind am Anfang, hatten erstmals intern versucht schon mal, taktiles Feedback einzusetzen und sind daran aber gescheitert, weil es die Leute mehr genervt hat, als sie es gut fanden. Weil es so eine große Unbekannte ist. Genau, ja. Und das verhindert dann natürlich auch, dass man sowas zum Beispiel noch weiter mit einbaut. Und was ganz witzig ist, bei mir, bei meinem letzten Handy ist mein Vibrationsmotor kaputt gegangen. Ja. Und dann merkt man erst, was fehlt. Ja. Genau, ja. Es gibt ein anderes Startup hier in Berlin und Lowfeld heißen die und die haben angefangen mit dem Basslet, also mit einem Armband, mit dem man im Endeffekt Musik hören kann. Also man hört Musik und parallel dazu läuft eben diese Vibration, also wie eine Art Bass. Und da am Anfang denkt man so, was ist das jetzt irgendwie? Es ist irgendwie total reizüberflutung und dann
hört man quasi, also hat man eine ganz andere Erfahrung von Musik hören, die man sich vorher aber gar nicht so vorstellen kann. Ja? Und das ist eigentlich ein ganz super Beispiel dafür, wie man anfängt und man denkt so, irgendwie finde ich das ungewohnt und dann denkt man, wow, geil. Und wenn man dann anfängt, Musik zu hören ohne das Ding, dann merkt man richtig, dass was fehlt und dass es irgendwie noch besser gehen kann. Ja. Und so ist mir das mit meinem Handy, als mein Vibrationsmotor rausgefallen ist, auch gegangen, wo ich dann dachte, hat das jetzt meine Eingabe wirklich verstanden? Ja. Dann reicht nicht nur meine Display. Ja, genau. Da reicht das nicht mehr, weil man so viel Kommunikation am Handy tatsächlich schon über Vibrationen auch macht. Oder bei der Switch ja auch teilweise, ja, wenn man dann irgendwie, ich spiele ganz gerne Overcooked. Ja. Und da muss man ja auch, wenn man alleine spielt, hat man 2 Player und man sieht nicht immer alles im Bild. Aber man merkt dann, wenn der eine Teller wäscht, dann rumpelt das anders. Ja? Und wenn der dann aufhört, Teller zu waschen, dann switcht man rüber und lässt ihn irgendwas anderes machen oder so. Ja. Und so kann man eben viel Kommunikation auch über solche fühlbaren Dinge übertragen. Ja. Aber wird halt nicht viel angewandt zurzeit. Nee, genau. Also ich glaube, der trifft dir genau ins Schwarze dann. Also gerade weil das noch nicht in der breiten Aufmerksamkeit angekommen ist. Ich schau mal kurz, wo wir sind. Ich habe gar keinen Überblick mehr. Ach ja, okay. Ich glaube, da hinten, guck mal, das ist das Haus von, wo wir vorbeigelaufen sind. Genau, wir gehen schnurgerade zu. Das war super. Ja, cool. Und was hast du erwartet, als du, bevor wir jetzt hier auf den Spaziergang gegangen sind? Von euch? Ja. Oder von dir? Ich habe einen Haufen Fragezeichen gehabt. Also, ja genau, also was ist es? Also das hast du mir auch schon beantwortet, dass ihr sozusagen Toolkits habt, beziehungsweise auch gezielt mit Unternehmen entwickeln könnt. Das ist halt, also genau, ich wusste jetzt im ersten Moment nicht, ist es reine Forschung, ist es über die Uni sozusagen, im Zusammenhang vielleicht mit Firmen sozusagen, Forschungsarbeiten bzw. Projekte, oder ist es gezielte Entwicklung? Also genau, solche Fragezeichen hatte ich halt. Genau. Weiß nicht, ob du das öfter hörst, oder? Nee, es ist natürlich schwierig, vor allem weil wir uns auch viel weiterentwickelt haben in den letzten Jahren. Also ich muss dazu sagen, ihr habt ja wirklich erst 2019, hast du gesagt, euch gegründet. Ja, genau. Und dann eben am Anfang mit der Prothese, dann irgendwie haben wir erstmal versucht, mit allen zu sprechen, mit allen Industrien, sind dann so ein bisschen in Automobil und jetzt eben tatsächlich haben wir die Software, kommt jetzt, der Launch ist jetzt erst in ein paar Monaten, also die ist zwar schon fertig, aber noch nicht so richtig vermarktet. Und dadurch hat man natürlich super viele Interviews im Internet zum Beispiel, die immer einen bestimmten Zeitpunkt zeigen. Und wenn man eben zum Beispiel ein Projekt vorstellt, dann redet man weniger über die Software, die dahinter steckt, mit der man vielleicht dieses Projekt erstellt hat. Ja. Und wo kann man dann bei euch, wenn es danach geht, das Aktuellste sehen? Oder auf der Webseite. Auf der Webseite, okay. Gut. Also doch ganz einfach. Oder vorbeikommen. Naja gut, zurzeit ist niemand da. Ja. Was ich festgestellt habe, LinkedIn ist auch ein extremer... Das stimmt, extrem gut ausgebauter Kanal, wo man mittlerweile auch sehr gut Neues vorstellen kann, beziehungsweise Leute, auf jeden Fall Leute findet, weil das ist ja letztlich ursprünglich so eine Suchmaschine gewesen oder ein Vermittlungstool. Aber das ist auch, denke ich, so ein Feld, wo man extrem weit steuern kann. Das sehe ich halt auch bei Kunden, die dann einfach, also Kunden von mir, die dann dort was posten und dann das befeuert das Ganze. Also LinkedIn sind wir schon auch unterwegs, genau. Und die Details findet man eben auf unserer Webseite, aber so in Kombination wahrscheinlich, ja. Und ich meine, vieles lässt sich auch immer am besten irgendwie im Gespräch rausfinden. Das heißt, irgendwie uns eine E-Mail schreiben oder anrufen oder so ist meistens doch irgendwie noch mal besser, als sich das nur anzuschauen, weil wir auch nicht alles auf die Webseite schreiben. Ja. Nee, klar, kann man auch gar nicht, genau. Ja.
Man will auch in dem Sinne auch gar nicht einen Bauchladen aufmachen, was es ja auch nicht ist. Ne, genau. Und du hast ja auch gesagt, du möchtest ja die Möglichkeiten bieten, auch eure Technologie in Feldern zu nutzen, auf die ihr selber gar nicht kommt. Genau, ja. Vieles ergibt sich irgendwie in Diskussionen einfach. Mhm.